Hallo, Halle 22. Ich bin die Donna und ich mache mit euch eine kleine Yoga-Einheit. Wir fangen an im Stehen und dieses Video endet auch im Stehen. So, such mal einen bequemen Platz, wo du stehst, mit den Füßen nicht breiter als die Hüfte, dass du genau genügend Druck in die innere Kante von deinen Füßen als deine äußere Kante Füße, dass man nicht wie Ohrbein oder X-Bein da steht. Und du gibst richtig Druck in die Füße und ziehst dich nach oben. Das hast du das Gefühl, du drückst die Füße in die Erde und ein Faden ist hier nach oben. Dann senken wir die Schulter und dann schließen wir die Augen. Nur 2 bewusste Atemzüge. Und das wollen wir oft machen in die nächsten 20 bis halbe Stunde, die wir hier zusammen sind. Immer wieder 2 Atemzüge zum Zentrieren, zum Ankommen, zum Nachspüren. Dann mach die Augen wieder auf, nimm die Arme nach oben, mach eine leichte Rückbeugung, nimm die Hände zu deinem Brustkorb. Atem ein nach oben. Mach einen langen gestreckten Rücken und nimm die Hände neben deine Füße, streck den Rücken lang in die Einatmen und in die Ausatmen die Vorbeugung. Dann mach die Hände auf die Ellbogen und du pendelst dich ein bisschen rechts und links. So wir pendeln nicht hier die Schulter, wir pendeln hier von die Hüfte aus, rechts und links. Die ganze Gewicht von deinem Körper zieht dich ein bisschen nach unten und wenn es zu viel in deine Unterrücken zieht, dann beugst du die Knie ein bisschen mehr. Und dann lässt du die Arme fallen, du gibst Druck in die Füße und du rollst dich nach oben und senkst die Schulter und streckst die Arme. Dann atmest du ein, 2 Atemzüge ein und aus. Und du denkst wieder an die Füße, muss ich auch immer denken. 2 Atemzüge, das war die zweite. Und dann atmen wir wieder ein nach oben, machen wir wieder eine runde, leichte Rücken, die Hände zu unser Herz. Wir atmen ein nach oben, senken die Schulter und wir lehnen nach rechts und drücken den linken Pobacken ein bisschen nach links. Und dann einatmen nach oben und wir machen die gleich auf die andere Seite. Und wir drücken den rechten Pobacken ein bisschen nach links, heben den Brust ein bisschen, atmen ein und kommen nach oben. Nimm die Hände auseinander, schieb den Sitzknochen nach hinten, nimm die Hände neben die Füße, lass den Kopf nach unten wieder. Streck den Rücken lang in die Einatmen und jetzt ändern wir was. In die Ausatmen, wir beugen den Knie und schauen nach vorne. Und in die Einatmen kommen wir nach oben, gehen in die leichte Rückbeugung und nehmen den Hände zu dein Herz und die Hände zur Seite. Und wieder, schließ deine Augen und atem nach. Spür mal nach. Dann öffne deine Augen. Nimm die Arme nach oben. Wir machen eine kleine Drehung. Hände zu deinem Herz. Wir wollen den Wirbelsäule immer in 6 verschiedene Richtungen bewegen. Einatmen nach oben. Wir drehen nach rechts, aber die Hüfte bleibt nach vorne. Das ist alles über den Bauchnabel. Und dann atmest du ein nach oben. Bringst die Hände zu deinem Brustkorb. Und das machen wir auf die andere Seite auch. Einatmen nach oben, öffne dich, twist nach links, schau mal über deine linke Hand. Einatmen nach oben, bring die Hände zu dein Herz. Atem ein nach oben, langes gestreckter Rücken nach unten, die Hälfte des Weges und dann ein runder Rücken mit dem Kopf nach unten. Die Beine strecken und dein Rücken und Arme strecken, nach vorne schauen. Ausatmen wieder nach unten. Und jetzt beug dein Knie, heb dein Brust, komm nach oben. In deine leichte Rückbeugung, Hände zu dein Herz und Hände zur Seite. Schließ deine Augen, 2 Atemzüge. Dann nimmst du die Hände auf deine Hüfte, beugst die Knie leicht und jetzt wir hüpfen mit die Beine auseinander und die Hände auseinander. So, einfach so. Schau mal deine Füße an, die sollten parallel zueinander. Die Fingerspitze richtig auseinander, schultertief.
Sehr gut. Jetzt nimmst du die Hände, den Ballen von deiner Hand hier hinten auf dein Steißbein hier, rechts und links von deinem Steißbein und drück die Hüfte ein bisschen nach vorne und heb den Brust und machst auch eine wunderschöne Dehnung für den Bauchmuskel und eventuell spürst das auch in die innere Oberschenkel. Und du atmest bewusst ein und bewusst aus. Und dann kommst du nach oben und jetzt schiebst du die Sitzknochen nach hinten. Du lässt den Bauch unten, dein Brust unten und am Schluss dein Kopf. Dann nimmst du die Hände so weit du kannst nach hinten. Dann gehst du mit dem Gewicht ein bisschen mehr auf den Ballen von den Füßen. Du spürst eine wunderschöne Durchblutung, vielleicht auch in deinen Kopf. Und du atmest hier ein und du atmest hier aus. Wir bleiben jetzt nicht so lang hier und wir nehmen die Hände nach vorne, bisschen weiter aus deinem Kopf, dann drück die Hände in die Erde und streck den Rücken und schau nach vorne. Sehr gut. Jetzt bringst du deine rechte Hand hier hinten und richtig viel Druck in die Füße, in deinen Bauch auch, holst du Kraft aus dem Bauch, nimmst die linke Hand hier dazu, dein Kopf, dein Brust und dann dein Bauch nach oben. Sehr gut. Jetzt streckst du die Arme lang wieder. Jetzt hebst du deinen rechten Fuß. Ich mache das spiegelverkehrt für euch. Und du setzt deinen Fuß ab und du beugst dein rechtes Knie. Genau. Und dann streckst du das wieder. Und dann beugst du und wir drehen unseren Kopf auch nach rechts und strecken. So beugen, das ist den Krieger 2 und einmal strecken und wieder beugen und einmal strecken und wieder beugen. Und hier bleiben. Du kannst die hintere Ballen von deinem Fuß ein bisschen nach innen drehen, wenn das sich besser anfühlt. Du kannst es auch leicht nach vorne nehmen. Aber du bleibst hier in Krieger 2, die Hüften, die Brust und alles seid vorne, dein Kopf ist hier zur Seite. Senk die Schulter. Und jetzt streck das Bein, heb den Fuß, bring die Arme nach oben. Und jetzt heben wir den linken Fuß, setzen das ab, beugen den Knie, Krieger 2 auf dieser Seite. Dann strecken wir wieder und wieder beugen. Und wieder strecken. Und du beugst dein Knie, dass es nicht weiter als deine Zehenspitze kommt, aber es darf ruhig zwischen dem Fußgelenk und dem Spann sein und dann halten. Schulter tief. Die Steißbein hier nach unten. Alles hier zeigt nach vorne. Dein Kopf ist über dein linker Arm. Atem ein und Atem aus. Die nächste Einatmen kommt nach oben, hebt den Fuß, sind wir wieder hier. Wir bringen die Arme ganz weit auseinander. Wir nehmen die Hände auf die Hüfte. Wir gehen hoch auf den Ballen von den Füßen, drehen die Ferse nach innen. Und jetzt hast du die Füße auseinander. Dann beugst du dein Knie und tatsächlich, wir hüpfen wieder zurück. Und du kannst die Füße wieder korrigieren, die Hände zur Seite. Wir schließen den Augen und wir spüren mal nach. Atem ein und Atem aus. Sehr schön. Wir nehmen die Arme jetzt nach vorne und wir bringen den rechten Bein so weit nach hinten, wie es geht. Und das ist den High Lunge, heißt das. Dein Knie ist über den Fußgelenk. Und jetzt gehen wir hier unten und umarmen den Oberschenkel. Und dann wir atmen ein und kommen hier nach oben. Wir gehen nach unten und umarmen den Oberschenkel. Und wir kommen nach oben und wir atmen hier ein. Wir senken die Hüfte, wir nehmen den Steißbein ein bisschen mehr hier nach unten, ziehen den Bauch nach innen, Schulter tief und atmen ein und aus. Wir können hier eine schöne Drehung wieder für die Wirbelsäule machen, die Arme nach unten. Und jetzt hast du vielleicht nur die Fingerspitze auf dem Boden, Druck auf diesen Fuß und du drehst hier nach links. Bring den Arm lang gestreckt nach unten und mit den Ellbogen ziehst du das nach oben. Und dann lang gestreckt nach unten wieder und zieh das wieder nach oben. Beide Arme lang gestreckt. Wenn du deine Hand mit Leichtigkeit hier flach haben kannst, machst du das. Wenn nicht, bist du hier nach oben. Bringst den Arm hier, schaust nach vorne, bringst die hintere Fuß nach vorne, streckst den Rücken lang in die Einatmung. In die Ausatmung gehst du in den Vorbeugen. Du beugst dein Knie, du hebst dein Brust. Du kannst nach oben und gehst in ein wunderschöner
Rückbeugung. Du nimmst die Hände zu deinem Herz, du nimmst die Hände zur Seite, du schließt die Augen und du machst bewusst 2 Atemzüge. Spürst mal nach. Es ist immer schön, immer wieder sich neu zu zentrieren, dein Atmen wiederfinden und nachspüren, was die Asanas sind die Übungen, mit dir ausmacht. Jetzt öffne die Augen, nimm die Arme nach oben, dein linker Bein so weit es geht nach hinten, kipp dein Becken, sodass die Hüfte nach vorne sind, dass die Steißbeine nach unten zeigen. Und in die Ausatmen hier. Wir gehen hier und umarmen den Oberschenkel, lassen den Kopf hängen. Wir atmen ein, wieder nach oben. Wir atmen aus, wieder nach unten. Wenn das hier sehr unstabil ist, denk mal, dass du möchtest hier bleiben jetzt, die innere Oberschenkel ein bisschen nach innen ziehen, Schulter tief. Und dann ist man stabiler. Atem ein und Atem aus. Wir gehen hier nach unten. Wir nehmen die linke Hand unten und die rechte Ellbogen zieht nach oben und geht hier nach oben. Lange gestreckt nach unten. Und auch hier, du kannst deine Hand flach auf dem Boden haben, du kannst es auch einfach auf die Finger haben, wie ich das habe. Und du kommst hier nach unten, schaust nach vorne, bringst die Hinterfuß nach vorne. Atem ein, streck den Rücken lang. Atem aus, geh in den Vorbeugung. Beug dein Knie, heb dein Brust. Komm nach oben und geh in eine Rückbeugung. Nimm die Hände zu dein Herz und nimm die Hände zur Seite. Schließ deine Augen und spür mal nach. Noch einen Atemzug. Dann öffne deine Augen, beug dein Knie, Hände auf deine Hüfte. Beug die Knie mehr und wir hüpfen wieder, Beine, Hände auseinander. Dieses Mal, weil wir ein bisschen jetzt warm sind, möchte ich, dass du schaust, dass deine Fußgelenke so weit auseinander sind wie deine Handgelenke. So wo deine Handgelenke sind, schaust du nach unten und da sind deine Fußgelenke. Sehr schön. Jetzt nehmen wir die Hände zusammen hinter deinen Körper und wir schieben deinen Sitznugel nach hinten, dein Bauch kommt unten, dein Brust und am Schluss dein Kopf. Wenn du die Handballen zusammen haben kannst, kannst du die Finger zusammennehmen. Und jetzt kommen die Hände nach oben. Und du lehnst ein bisschen nach vorne in die Wade, in die Ballen von deinen Füßen. Und weniger Druck auf die Ferse, mehr auf den Ballen von deinen Füßen. Und du atmest ein und du atmest aus. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Noch einen Atemzug, spür eine schöne Durchblutung in deine Schulter und dann nimm die Arme nach unten, bisschen weiter aus deine Hände, spreiz die Finger, dann streck den Arme lang, den Rücken lang in die Einatmen, schau nach vorne, sehr schön. Jetzt nehmen wir die rechte Hand hier hinten auf den Steißbein hier und dann den linken und jetzt gehst du mit deinem Kopf, mit deiner Brust, mit deinem Bauch. Und du bist hier und streckst die Arme lang. Jetzt hebst du deinen rechten Fuß wieder, beugst dein rechtes Knie über den Fußgelenk in Krieger 2. Sehr schön. Und jetzt bringen wir den hinteren Arm und wir drehen das und wir drehen die ganze Körper jetzt in die Richtung und jetzt haben wir den Krieger 1. Die Hüfte zeigen nach vorne, den Schulter, den Brust. Und du atmest ein. Und du atmest aus. Einatmen und ausatmen. Dann öffnest du dich wieder in den Krieger 2. Sehr schön. Du streckst dein Bein, drehst den Fuß, bringst die Arme nach oben. Hebst deinen linken Fuß, gehst in Krieger 2 auf diese Seite. Senkst deine Schulter. Du bringst die hintere Arm hier nach unten. Und drehst dich und kommst in den Krieger 1 auf diese Seite. Und du atmest ein und du atmest aus. Du kannst deinen Oberschenkel parallel zu dem Boden haben, wenn du das kannst. Und wenn du das möchtest. Du brauchst es nicht zwingen. Dein Knie ist über den Fußgelenk. Dein Blick ist nach oben. Und in die nächste Ausatmen gehst du wieder in den Krieger 2. In die Einatmung streckst du das Bein, drehst den Fuß.
bringst beide Hände auf deine Hüfte. Du gehst hoch auf den Ballen von den Füßen, drehst die Ferse nach innen. Nochmal gerade. Und dann beugst du dein Knie und springst zurück. Bringst die Hände zur Seite, schließt deine Augen und atmen. Ein und aus. Ein bisschen für die Balance machen wir. Wir geben Druck in unser linke Bein und heben den rechten. Und du streckst die Arme und du möchtest dein Knie ungefähr so hoch haben wie die Hüften, bewegst du dein Fußgelenk ein bisschen. Dann beugst du das Knie ein bisschen und streckst es wieder. Und das ist eine Kräftigung für den stehenden Bein. Sehr gut. Und jetzt Bauch kompakt, beug die Knie, kipp dich nach vorne und drück den Ferse nach hinten und die Zehenspitze zeigt nach unten da hinten. Und wir bleiben hier für 5 Atemzüge. 1 haben wir schon hinter uns. Atem ein und Atem aus. 2. Einatmen und ausatmen. 3. Wenn es wackelt oder du bist nicht mehr dabei, du steigst wieder einfach ein. Einatmen, ausatmen. 2. Einatmen und ausatmen. Komm langsam zurück. Probier den Knie wieder hier nach oben. Setz den Fuß ab. Beide Füße flach auf den Boden. Und wenn ihr mich kennt, ihr weiß, was wir jetzt machen. Wir machen den Tiptoe-Asana. Wir kommen hoch auf den Ballen von den Füßen. Wir atmen aus und bringen die Ellbogen zu unser Knie. Wir atmen ein und wir kommen hier nach oben. Wir atmen aus und erst die Ferse absetzen. Ja, manchmal bin ich zu schnell. Einatmen nach oben. Ausatmen nach unten. Einatmen nach oben und ausatmen, absetzen. Und klar, das ist Balance und Sensomotorik. Einatmen, deshalb wackelt es ein bisschen. Und hier nach unten, und das Wackeln ist völlig okay. Und wieder nach oben und absetzen. Und jetzt kannst du die Augen schließen und deinen Atem finden und nachspüren. Und zentrieren. Jetzt haben wir die andere Seite. So, öffne deine Augen, gib Druck in deinen rechten Fuß und heb die linke. Und das ist 90 Grad gebeugt, beweg den Fußgelenk ein bisschen. Dann beugst du das Knie und streckst es wieder, beugen und strecken und beugen und strecken. Beugen halten, Bauch kompakt, nach vorne kippen, drück die Ferse weg, die hintere Zehenspitze, den linken Fuß zeigen nach unten, nicht nach außen. Atem ein, ups, Atem aus, denk an Strecken. Atem ein und Atem aus. Einatmen und ausatmen. Noch 2 Atemzüge und aus. Einatmen, komm hier aus der Bewegung mit viel Kraft aus dem Bauch. Bring dein Bein nach oben, setz es ab. Die nächste Einatmen, den Tiptoe-Asana, hoch auf den Ballen von den Füßen. Ups, da bin ich. Ausatmen, Ellbogen zu Knie. Einatmen nach oben und ausatmen. Nochmal nach oben, ein und dann hier aus. Einatmen nach oben und ab. Ich weiß nicht, ob das 2 oder 3 war, so wir machen noch eine. Einatmen hoch und ausatmen unten. Einatmen hoch und absetzen. Augen schließen, genießen und atmen. 2 Atemzüge. Und dann öffne deine Augen. Hände auf die Hüfte. Beug den Knie. Er weiß Bescheid jetzt, was kommt. Wir springen auseinander. Ups. Die Füße parallel. Schulter tief. Wir heben den linken Fuß zuerst dieses Mal. Wir gehen in unser Krieger 2. In die Einatmen. Wir drehen in den Krieger 1. In die Ausatmen. Krieger 2. Und jetzt nehmen wir den Ellbogen hier
auf den Oberschenkel und dieser Arm kommt nach oben, haben wir eine schöne diagonale Linie von unser Handgelenk, Schulter, Hüfte. Und dann kommt dieser Arm nach unten und du presst den Arm gegen deinen Oberschenkel und dann bringen wir hier diesen Arm auch wieder nach oben. Okay, so einatmen über dein Ohr, dein Arm, ausatmen hier nach oben. Einatmen über, ausatmen, hier bleiben. Bleib hier für die Einatmen. Gib Druck in beide Füße und kann man die ausatmen in den Kriege 2 wieder. Sehr gut. Heb den Fuß. Drehen. Arme nach oben. Rechter Fuß hoch. Kriege 2. Sehr gut. Hier schauen. Arm nach unten. Drehen. Kriege 1. Die Hüfte. Den Brust. Alles hier nach vorne. Ausatmen. Kriege 2. Alles wieder hier öffnen. Ellbogen auf die Oberschenkel in eine diagonale Linie. Einatmen. Bleib mal hier. Heb dein Brust für die Ausatmen. Einatmen noch. Und ausatmen. Ohne Druck in dein linker Arm. Press dein Arm gestreckt hier auf die Oberschenkel. Und in die Ausatmen kommst du hier nach oben. In die Einatmen wieder über dein Ohr. In die Ausatmen hier nach oben. Einatmen über dein Ohr. Ausatmen nach oben bleiben. Einatmen. Ausatmen. Kriege 2. Heb deinen Fuß. Komm in die Mitte zurück. Nimm die Hände wieder. Du entscheidest dann wieder auf den Steißbein hier. Bisschen mit die Finger über den Po. Oder die Hände so zusammen. Okay, nimmst die Arme hier nach hinten. Streck deine Arme lang. Oder du lässt es einfach auf den Steißbein zurück und du gehst hier nach unten wieder. Und du kommst ein bisschen mehr nach vorne auf den Ballen von den Füßen. Und du schaust mal, ob das alles sich noch geschmeidiger fühlt. Und du atmest ein und du atmest aus. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Ein und aus. Die Arme kommen unten, die Hände kommen hier nach vorne. Wir strecken uns lang und schauen nach vorne. Und jetzt kannst du die Hände ein bisschen nach rechts gehen und du nimmst deine rechte Hand auf die Wadenmuskel und die linke Hand auf den Fußgelenk und ziehst dich ein bisschen hier nach unten. Und du atmest hier ein und aus. Und ein und aus. Du gibst Druck in die Füße, die Sitzknochen wollen nach hinten, deine Nase willst du dein Schienbein. Sehr gut. Und dann laufst du wieder in die Mitte zurück. Und erstmal streck den Rücken, streck den Arme, schau nach vorne. Sehr gut. Schulterblätter nach hinten. Und dann laufst du mit den Füßen, die Hände zu deinem linken Fuß. Die linke Hand geht auf die Wadenmuskel, die rechte Hand auf den Fußgelenk und du ziehst dich hier nach unten. Und du atmest ein und du atmest aus. Einatmen und ausatmen. Genieß deine Atmen. Und nimm das wahr, wo zieht das in deinen Körper? Welche Körperteil ist vielleicht ein bisschen geklebt oder braucht irgendwas noch? Und dann laufst du mit den Händen wieder zurück. Streckst den Rücken lang. Wir nehmen die linke Hand hier hinten, den rechten dazu, geben Druck in die Füße, der Kopf kommt hoch, dann den Brust und dann wieder im Stehen. Und jetzt nimmst du die Hände auf deine Hüfte, geh hoch auf den Ballen und bring die Ferse nach innen. Beug deine Knie und wir hüpfen wieder zurück. Wir stehen wieder in Tadasana und wir atmen ein und wir atmen aus und wir spüren nach. Nimm die Hände für deinen Brustkorb, öffne deine Augen. Ich sage Danke und Namaste und bis nächstes Mal.